Okay, Freunde, ich hau's jetzt einfach raus. Ich mag Dark Souls 2. Alles klar, jetzt ist es raus. Ich hab's gesagt. Und weil es so viele negative Reviews zu Dark Souls 2 gibt und das immer als das schwarze Schaf der Serie bezeichnet wird, wollte ich eigentlich ein Video dazu machen, dass die Entwicklung des Spiels nicht ganz so einfach war. Um ein richtiges Review zu machen, braucht man aber auch immer die guten und die negativen Seiten, deswegen ist das Video ein bisschen lang geworden. Deswegen habe ich das Video auf 2 Teile aufgeteilt und es wird dennoch sehr, sehr interessant werden. Damit wir jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren, starten wir jetzt direkt durch mit der komplizierten Entwicklung von Dark Souls 2. Well, it actually is considerably different. I've played some video games. I'm not a big video gamer, but the game is called The Elden Ring, and it's a sequel to a video game that came out a few years ago called Dark Souls. Kurz nach dem Release von Dark Souls 1 im Jahr 2011 war es keineswegs ruhig in den Büros von From Software geworden. Nach dem großen Erfolg von Dark Souls wollte From Software die nächste Stufe erklimmen und den ersten Hype nutzen, um die Story von Dark Souls weiterzuführen. Immerhin wurde Dark Souls 1 über 2,3 Millionen Mal verkauft, was ein Meilenstein für From Software darstellte. Das nächste Spiel sollte jedoch auf einer neuen Gaming Engine basieren, um auch mit den zukünftigen Spielen mithalten zu können. Schönere Schatten, bessere Lichteffekte und ein leicht verbessertes Kampfsystem lagen im Fokus der neuen Engine. Tomohiro Shibuya war schon seit einigen Jahren Chefentwickler der neuen Spiele-Engine, welche From Software garantiert auf ein neues Level heben würde. Der Geschäftsführung von From Software wurde in einem eindrucksvollen Trailer gezeigt, wie das neue Dark Souls 2 aussehen könnte. Und wer jetzt schon denkt, Moment mal, Dark Souls 2 sieht doch anders aus, so viele Licht- und Schatteneffekte hat's doch eigentlich gar nicht gegeben. Ja, schon mal ganz gut aufgepasst, dazu kommen wir später aber noch. Da Supervisor Hidetaka Miyazaki schon mit einem anderen Projekt beauftragt wurde und eine komplett neue Marke schaffen sollte, wurde die Entwicklung von Dark Souls 2 an Tomohiro Shibuya übertragen. Welches geheime Projekt Miyazaki verfolgt hat, verrate ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. Da Shibuya zuvor doch meist nur an der neuen Gaming Engine gearbeitet hatte und bisher eher kleine Projekte als Game Director geleitet hat, wurde ihm noch Yui Tanimura zur Hilfe beigestellt. Beide fungierten dabei in der Funktion des Game Directors und sollten nun ein frisches und neues Dark Souls 2 entwickeln. Die Geschichte von Dark Souls 2 ist aber weitaus größer und warum die Entwicklung von Dark Souls 2 dann doch sehr kompliziert wurde und im neuen Teil alles etwas anders war als gewohnt, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Wir durchleuchten die Licht- und Schattenseiten von Dark Souls 2 und schauen uns an, warum es von vielen als der schlechteste und von anderen als einer der besten Teile bezeichnet wird. Ich persönlich liebe alle Dark Souls Teile und kann nur jedem dieses Spiel zumindest einmal zu zocken empfehlen, wenn ihr Soulsborne-Fans seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig den Like-Button anklickt, damit ich noch weitere leckere Videos für euch produzieren kann. Warum die Entwicklung von Dark Souls 2 nun alles andere als normal verlief, erfährst du jetzt. Zur Überraschung der Fans wurde am 7. Dezember 2012 der erste Trailer zu Dark Souls 2 veröffentlicht, erst ein Jahr nach dem Release von Dark Souls 1.
Zum einen freute das die Fans natürlich, doch irgendwie sah im Trailer schon alles etwas anders aus. Ein Ritter, der auf Expedition geht, um Drachen zu jagen, das hatte man doch schon einmal gesehen. Richtig, Skyrim ist im Jahr 2011 erschienen und es wurde dem Trailer eine sehr starke Ähnlichkeit vorgeworfen. Da man kein Gameplay-Material sehen konnte, wurden die Fans mit vielen Fragezeichen zurückgelassen. Nur einen Tag nach dem Trailer wurde das neue Team um die Entwicklung von Dark Souls 2 bekannt gegeben. So hatte das Edge-Magazin ein exklusives Interview mit Tomohiro Shibuya. Dark Souls 2 würde für mehr Action entwickelt werden und sollte in Zukunft leichter zu verstehen sein. Außerdem sagte er noch, dass er Dark Souls auf ein neues Level über Elder Scrolls heben möchte. Während die Entwicklung an Dark Souls 2 weiter vorangetrieben wurde, hatte sich Tomohiro Shibuya mit seinem ersten Interview bei den Fans direkt unbeliebt gemacht. Tomohiro Shibuya, der zuvor schon bei kleinen Projekten als Game Director fungiert hatte, wurde von der Flut an negativen Nachrichten aus dem Internet überschwemmt. Anschließend tauchte er auch nicht mehr auf Pressekonferenzen auf und auch von Spielemessen blieb er fern. Der zweite Game Director Yui Tanimura übernahm nach und nach die Rolle der Öffentlichkeit. Übrigens gibt es keine Bilder, in welchen Tomohiro Shibuya und Yui Tanimura zusammen zu sehen sind. In der Community wird daher gemunkelt, dass die zwei sich wohl nicht so gut verstanden haben müssen. Das ist aber wirklich auch nur reine Spekulation. Ab dieser Zeit war Tomohiro Shibuya nicht mehr zu sehen und auch aus dem Making-of-Dokumentation ist er komplett verschwunden. Während die Entwicklung von Dark Souls 2 nun schon über 60% vorangeschritten war, verschwand Tomohiro Shibuya plötzlich im September 2013 komplett von der Bildfläche. Er brach das Projekt Dark Souls 2 ab und verließ From Software. Um den riesigen Scherbenhaufen von Dark Souls 2 musste sich nun Yui Tanimura alleine kümmern. Wir mussten zurück ans Zeichenboard gehen und überlegen, was Dark Souls eigentlich für ein Spiel sein sollte, sagte Tanimura anschließend in einem Interview. Obwohl Miyazaki gerne bei Dark Souls 2 geholfen hätte, konnten seine Dienste hier nicht in Anspruch genommen werden. Wie zuvor erwähnt, war Hidetaka Miyazaki mit einem anderen Titel beschäftigt: Bloodborne. Beim Prüfen des Spielzustandes merkte Yui Tanimura schnell, dass die Welt von Dark Souls 2 viel zu groß geplant war und schon fast als Semi-Open-World bezeichnet werden konnte. In den ersten Gameplay-Tests brach die Framerate teilweise unter 10 und machte das Spielen fast unmöglich. Er erkannte, dass die komplette Welt umgebaut werden müsste. So platzierten sie viele Gegner und NPCs neu und gaben diesen teilweise auch neue Rollen. Bossgegner wurden an andere Stellen gesetzt und die ganze Welt in kleine Areale aufgeteilt, ähnlich wie man es auch in Dark Souls 1 kennt. Ihr erinnert euch sicher an die großartigen Wegstrecken in Dark Souls 1, die das Game ausgemacht haben. Egal welchen Weg du erkundet hast, irgendwie ist man immer wieder am Anfangsgebiet rausgekommen und dachte sich, wow, was für eine coole Reise. Genau dieses Gefühl wollte auch Tanimura wieder einfangen, jedoch eher mit mittelmäßigem Erfolg. Da er mit den halbfertigen Stücken arbeiten musste, war es schwierig, diese in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, was man auch deutlich an manchen Stellen vom Leveldesign erkennen kann. Mit Majula gibt es zwar einen wunderschönen Hub, jedoch sind die Wege eher vor und zurück als Abkürzungen, die einen wieder zurück ins Anfangsgebiet bringen. Häufig wird man sogar in einem Bossraum einfach stehen gelassen und weiß dann eigentlich gar nicht mehr, wo es weitergeht. Die Karte vom YouTuber Joey Geller zeigt dies ziemlich gut. Hier sehen wir deutlich, wie die Welt von Dark Souls 2 aufgebaut ist und es eher eine Reise hin und zurück ist. Versteht mich nicht falsch, ich liebe zum Beispiel Drangleic Castle,
Diese schöne Aussicht, wenn man das Schloss von Weitem sieht. So sehr ich Dark Souls 2 aber liebe, möchte ich hier jedoch alle Fakten zusammentragen, warum die Community bei Dark Souls 2 so gespalten ist. Um die schwierige Entwicklung von Dark Souls 2 können wir jedoch noch ewig weitersprechen und welche Hürden sich Yui Tanimura später selbst noch gestellt hat, indem er einen Trailer released hat, welcher nicht die finale Grafik zeigte. Und ja, den habt ihr eben auch schon gesehen. Das ist natürlich bei den Fans ein richtiges K.O.-Kriterium. Doch wir möchten uns nun das fertige Spiel anschauen und die Licht- und Schattenseiten von Dark Souls 2 durchleuchten. Wir starten mit den schlechten Seiten von Dark Souls 2, damit wir später natürlich noch ein schönes Happy End haben. Wie wir ja bereits aus den ersten Interviews von Tomohiro Shibuya erfahren haben, sollte Dark Souls 2 zugänglicher für neue Spieler gemacht werden und genau hier startet auch schon die erste Kritik. You lose your souls. All of them. Over and over again. Schon im Intro erzählt dir Dark Souls 2, wie krass schwer es ist und dass du oft sterben wirst. Im Majula gibt es dann sogar noch einen Online-Kill-Counter, der zeigt, wie häufig Spieler schon gestorben sind. Okay, ich hab's verstanden, ich werde oft sterben. Das Spiel möchte dir aber ständig mitteilen, dass du auf jeden Fall das Zeitliche segnen wirst und mal ganz ehrlich, das erwarte ich auch von einem Dark Souls. Tatsächlich gilt Dark Souls 2 aber bei vielen Spielern als der leichteste Souls-Titel und das hat vor allem auch mit den neuen Ideen und der Mechanik zu tun. Da spawnt dann auch schon mal der erste Boss, wenn man eine Kiste öffnet. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mirror. Kommen wir aber nun zu den ersten richtigen Diskussionen und Freunde, es wird ein bisschen geraged. Live Jams. Live Jams sind eines der overpoweredsten Gegenstände in Dark Souls 2 überhaupt. Live Jams sind nämlich Gegenstände, welche du benutzen kannst, um dich zu heilen. Grundsätzlich nichts Neues und auch aus Demon's Souls bekannt. Sobald wir aber in Majula ankommen, merken wir schnell, dass diese Teile verdammt nochmal brutal günstig und unendlich verfügbar sind. Schon nach dem ersten Boss kannst du dieses Inventar einfach mit einer Tonne von diesen Life Gems vollpacken und die Dinger sind sogar noch geiler als Estus Flakons. Zwar gibt der Estus Flakon schneller mehr Leben zurück, aber du kannst dich einfach nicht mehr bewegen, wenn du eine Flasche verwendest. Jedes Mal, wenn ich einen Estus Flakon benutze, prügeln die Gegner also die Scheiße aus mir raus. Ja, das gibt es auch in anderen Souls Games, würde jetzt mancher sagen. Aber in keinem ist die Heilung so verdammt langsam wie in Dark Souls 2. Wenn ich aber Life Gems benutze, die ich unendlich dabei habe, kann ich mich frei dabei bewegen. Also nutze ich nur noch Life Gems und kann mich so das ganze Spiel lang heilen. Ja, einsteigerfreundlich, für Dark Souls aber völlig sinnfrei. Adaptability. Die wohl größte Diskussion haben die neuen Werte in Dark Souls 2 ausgelöst. Dazu gehört vor allem Adaptability. Kurz zur Erklärung. Adaptability ist ein Wert, der verschiedene Aktionen für deinen Charakter verbessert. So kannst du mit einem höheren Wert schneller trinken, schnellere Gegenstände benutzen und wow, das macht die Life Gems sogar noch stärker. Und vor allem schneller und besser ausweichen. Ja, richtig, du kannst deine verdammte Ausweichrolle upgraden und das solltest du auch unbedingt machen. Der Softlock von Adaptability liegt bei 39 und wenn du das erreicht hast, wirst du quasi zum fucking Ninja in Dark Souls 2. Adaptability sorgt nämlich dafür, dass deine Frames in der Rollenbewegung bei Dark Souls 2 gesteigert werden und du dadurch natürlich
nicht mehr so häufig oder eigentlich auch fast gar nicht mehr getroffen wirst. Wenn du den Wert aber nicht verbesserst, wirst du von den Schlägen getroffen, die dich eigentlich nicht mal berührt haben. Als neuer Spieler hast du aber eigentlich gar keine Ahnung, was Adaptability ist und deswegen verbesserst du es halt auch nicht. Spätestens aber ab Stufe 38 bekommst du dann aber so hart auf die Schnauze gehauen, dass du dir überlegst, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder müsste dann mal umskillen. Wer das aber nicht merkt, wird vom Spiel immer härter gefickt. Das geht dann so weit, dass der Spieler ziemlich gefrustet ist, weil ihn selbst die Waffenverbesserungen nur teilweise etwas bringen. Immer wieder Schläge abzubekommen, nur weil man Adaptability nicht gelevelt hat, ist einfach nervig und um die Scheiße zu verbessern, braucht man dann auch noch ewig viele Seelen. Mit 39 Punkten auf Adaptability kannst du dann endlich mal eine anständige Ausweichrolle benutzen. Super! Früher hat man sich darüber unterhalten, wie man welchen Boss besiegt hat, und wenn jetzt dein Kumpel einfach zu dir sagt, Level Adaptability auf 39, dann trifft er dich gar nicht mehr. Ja wow, wie dumm komme ich mir denn da vor? Gegner und Bossdesign. Ich habe also nun 99 Life Gems in der Tasche und mein Adaptability gelevelt. Somit ist Dark Souls 2 fast ein Spaziergang für mich. Ja, nicht ganz richtig. Jeder, der Souls Games spielt, weiß, dass man an Fallen und verschiedenen Situationen sterben kann. Und das ist auch gut so, keine Frage. Das macht die Dark Souls Formel auch aus. Dark Souls 2 hat es aber an manchen Stellen so richtig hart übertrieben. Nicht etwa, weil es starke Bossgegner mit geiler Kampfmechanik gab, wie zum Beispiel Malenia aus Elden Ring. Übrigens, Elden Ring Fan Movie ist gerade in Produktion. As I awaited his return. Nein. Die Bosse haben einfach noch gefühlt 10 normale Gegner dabei. Dark Souls 2 ist das Spiel mit den meisten Bossgegnern, die noch Unterstützer dabei haben, und holy shit ist das nervig. Doch das ist nicht mal das Schlimmste. In Dark Souls 2 sind die Bossgegner entweder super easy, wie dieser Kröterich hier, oder aber richtig brutale Brocken, wie dieser Pisser hier. Oder dieser hier. Doch die absolute Hölle sind wirklich die Wege zum Bossraum. Ihr kennt das. Man geht in ein neues Gebiet, schaut sich genau um, killt jeden Gegner und landet dann irgendwann vor dem Bossraum. Das erste, was passiert, man stirbt in 90% der Fälle. Klar, kennen wir alle. In Elden Ring oder anderen Souls Games findet man aber vorher meist einen Checkpoint. Wenn du in Dark Souls 2 bei einem Boss stirbst, ist das erste, woran du denkst, fuck, wo war nochmal das letzte Bonfire? Der schnellste Weg zum Henkerswagen dauert circa 4 Minuten und es gibt fucking 13 Gegner auf diesem Weg und das ist schon der schnelle Weg. Dazu kommt am Ende noch, kurz vorm Bossraum, ein Invader. Und Freunde, das ist doch so übertrieben. Also kämpfst du dich nochmal durch das ganze Gebiet und lässt zwischendurch vielleicht mal 1-2 Gegner stehen. Nein, aber nicht in Dark Souls 2. Hier hören die Gegner nämlich nicht auf, dir zu folgen und irgendwann stehst du in einem Raum mit 7 Gegnern, die alle die Scheiße aus dir herausprügeln wollen. Die Gegner in Dark Souls 2 haben nämlich keine Reichweite. Hast du sie einmal am Arsch, folgen sie dir durch das gesamte Level. Du rennst also schnell zum Boss, um dein Glück noch einmal zu versuchen, schnell in den Nebel und in den Bossraum. Ja, denkst du, nicht mit Dark Souls 2, weil sich irgendjemand gedacht hat, nee, der kann da schon getroffen werden, wenn er durch den Nebel geht. Leute würden jetzt sagen, wenn du die Gegner 12-mal getötet hast, die spawnen sie doch. Ja und? Macht das Spaß? Nein, wer will schon 12-mal ein Level durchspielen, um alle Gegner zu töten in einem Level, was schon der totale Abfuck ist?
Niemand will das. Dabei ist der Boss in diesem Abschnitt auch noch einer der brutalsten Bossgegner und der Typ ist nicht mal der Endgegner von Iron Keep. Das ist dieser Loser hier, den sogar meine Oma besiegen könnte. Oh Gott. Iron Keep ist ein gutes Beispiel dafür, wie man einfach übertreiben kann, indem man massig Gegner wild verteilt. Und dabei ist Iron Keep noch nicht mal das schlimmste Level, wie ich finde. Der Shrine of Amana ist wohl eines der ekligsten Gebiete in Dark Souls 2. Und davon gibt's echt viele. Wie zum Beispiel hier diese Gifthöhle, die stark an den Sumpf von Demon's Souls erinnert. Hier wirst du den ganzen Weg mit Gift beschossen und an jeder Ecke bekommst du Giftschaden. Dazu ist das Leveldesign super shitty. Der Shrine of Amana übertreibt es aber in jeglicher Hinsicht maßlos. Sieht erstmal schön aus, aber von überall ballern diese Magier mit ihren Homing-Schüssen auf dich. Dazu kommen noch Gegner, die man erstmal gar nicht sieht, weil man ständig damit beschäftigt ist, den Schüssen der Magier auszuweichen. Im Wasser läuft man dann natürlich richtig langsam, aber die Gegner, die scheißen drauf. Die sind nämlich im Wasser fucking schnell wie Superman. Wenn du also nicht nur von Magiern beschossen und von anderen Gegnern angegriffen wirst, musst du auch noch darauf achten, nicht herunterzufallen. Die Kante sieht man nämlich verdammt nochmal gar nicht und während man sich darauf konzentriert, nicht herunterzufallen, kommt schon wieder der nächste Drecksack auf einen zu. Dieses Gebiet ist die absolute Hölle und mit Abstand mein meistgehasstes Gebiet in allen Soulsborne-Teilen. Wieder ein Beispiel, wie verdammt unfair Dark Souls 2 manchmal sein kann, weil man einfach zu viele Gegner random an verschiedenen Stellen verteilt. Mit einsteigerfreundlich hat das schon mal gar nichts zu tun. Das Kampfsystem. Ich möchte noch einmal ansprechen, dass Dark Souls 2 auch seine guten Seiten hat, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Wir sind aber mit der Kritik noch nicht ganz fertig. Erinnern wir uns mal an die Worte von Tomohiro Shibuya zurück. Die neue Engine wird auch das Kampfsystem verbessern. Ja, okay, das hat wohl offensichtlich nicht so gut geklappt. Das Kampfsystem in Dark Souls 2 ist nämlich mit das einzige Kampfsystem in Soulsborne-Spielen, welches auf eine andere Technik legt. Dies sorgt aber nicht für mehr Action, sondern nur dafür, dass du einfach öfters daneben haust. Dabei ist die Steuerung nämlich nun auf 8 Richtungen aufgeteilt und wird auch beim Lock-On ausgeführt. Während du bei Elden Ring oder anderen Soulsborne-Spielen mit deinem Angriff fest auf den Gegner bleibst, passiert es bei Dark Souls 2 häufig, dass der Schlag in eine Richtung geht, wo der Gegner gar nicht steht. Das führt dann häufig dazu, dass der Gegner nicht mal annähernd getroffen wird, obwohl du ihn fokussiert hast und fuck, ist das nervig. Außerdem macht die neue Ausdauereinstellung das Spiel noch langsamer, weswegen viele Fans der Community Dark Souls 2 als rundenbasiertes Kampfsystem bezeichnen. Die Ausdauer kann nämlich nicht nur ins Negative gehen, sondern auch die Ausweichrolle und die Schläge ziehen dermaßen viel Ausdauer, dass man eigentlich immer zu wenig hat. Gerade bei Bosskämpfen kommt es dann häufig dazu, dass erst der Boss schlägt, während ich meine Ausdauer auflade. Anschließend bin ich dann wieder dran und kann einen Schlag platzieren. Nun muss ich aber wieder erstmal warten, bis meine Ausdauer aufgeladen ist, also ist jetzt erstmal wieder der Boss dran, seinen Move zu machen. So geht das immer weiter, bis man irgendwann so genervt davon ist und versucht, mehr Schläge zu landen. Dadurch kassiert man dann aber den ersten dicken Schaden und schon wechselst du wieder in den Rundenmodus. Es ist also gar nicht möglich, mehr Schnelligkeit und Action in einen Bosskampf zu bringen. War nicht genau das eigentlich das Ziel der Entwickler? Es gibt wirklich noch viele weitere Kritikpunkte, welche man zu Dark Souls 2 nennen kann. Geheime Wände müssen mit einem Button angeklickt werden, um sich zu öffnen.
Nein, die öffnen sich nicht per Schwertschlag. Es gibt zahlreiche Fallen, die man vorher gar nicht identifizieren kann, egal wie gut man das Spiel kennt. Jedes Mal, wenn man stirbt, verliert man Menschlichkeit, bis man nur noch 50% der Lebenskraft hat. Was mich persönlich dazu geführt hat, einen gewissen Ring das ganze Spiel zu tragen. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich eigentlich nur noch 3 Ringplätze im ganzen Spiel hatte und so weiter und so weiter und so weiter. Dark Souls 2 hat jedoch auch einige neue Elemente ins Spiel gebracht, welche uns noch heute in Soulsborne-Spielen begleiten. Nach der Kritik möchte ich unbedingt auch Teile von Dark Souls 2 loben, da diese wirklich gut umgesetzt wurden. Denn obwohl wir in Teil 2 auch ordentlich unseren Frust abgelassen haben, so ist Dark Souls 2 dennoch ein Meisterwerk seiner Zeit. Denn Dark Souls 2 hat vieles richtig gemacht, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, und genau deswegen schauen wir uns heute die guten Seiten von Dark Souls 2 an, denn es gibt so viele schöne Momente und Geschichten, die du nur in Dark Souls 2 erleben kannst. Dark Souls 2 hat viele neue Elemente ins Spiel gebracht, die einem aber meist erst auffallen, wenn man seine Umgebung wirklich genau untersucht und mit der Spielwelt interagiert. Macht man das nicht, baut sich aber schnell der Frust auf, weswegen Dark Souls 2 vor allem auch für seine Wegstrecken gehasst wird. Gerade aber die Shoda-Edition hat Dark Souls 2 um einiges leichter gemacht. Tatsächlich bietet einen die Umgebung von Dark Souls 2 aber oft Möglichkeiten, sich einen Vorteil zu verschaffen, auch wenn viele Gegner im Raum sind. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Moment, falsches Game. Der Düsterwald ist einer der Umgebungen, die viele Spieler in Dark Souls 2 nicht mögen. Unsichtbare Gegner, keine richtige Orientierung, aber neugierig ist doch jeder, der diesen Wald betritt. Welche schönen Schätze kann ich hier wohl finden? Soll ich da wirklich reingehen? Ja, das solltest du auf jeden Fall, denn die unsichtbaren Gegner sind gar nicht so stark. Überall im Wald gibt es nämlich solche Bäume, welche du schlagen kannst, damit der Baum ein Geräusch von sich gibt, und das hört sich dann ungefähr so an. Von diesem Geräusch werden die unsichtbaren Gegner nämlich angelockt und du kannst sie dann ganz einfach in den Schwitzkasten nehmen. So macht es richtig Spaß, die Gegner zu verarschen und den ganzen Wald zu plündern, und dafür gibt es noch viele Beispiele. Später kannst du sogar einen Ring finden, welcher dich unsichtbare Gegner sehen lässt, und es gibt sogar auch unsichtbare Leitern. In Iron Keep, was ja von vielen gehasst wird, kannst du fast alle Fallen gegen die Gegner verwenden. So ertränke ich erstmal den ersten Typ in der Lava, den Bogenschützen schnapp ich mir so, aber die beiden anderen lasse ich schön runterfallen und bekomme dabei auch noch massig Seelen. Die kleinen Knöpfe am Boden machen es mir nämlich richtig leicht, diesen Abschnitt zu durchlaufen. Auch die nächsten Gegner schnappe ich mir mit der Falle, ohne dass sie mich auch nur einmal berühren. Den letzten Typ verbrenne ich dann auch noch im Feuer und hab ruckzuck 10.000 Seelen auf dem Konto. Gleich nochmal, denke ich mir da. Seelen fahren. Wenn man Iron Keep also für sich nutzt, ist das Level eigentlich gar nicht so schwer. Hier noch ein paar Beispiele für gutes Leveldesign. Für die Dark Souls 2 Kritiker. Wenn Türen zu sind, kann man versuchen, die Türen zu zerstören. Oder sogar anklopfen, damit einem die Wache dahinter die Tür aufmacht. Den Bossraum von Medusa kann ich verändern und das Gift ablassen. Dazu muss ich einfach zuvor das Level gut erforscht haben und finde dann schnell eine Windmühle, die ich verbrennen kann. Das sorgt dafür, dass Medusa sich selbst nicht mehr so gut heilen kann und der Bosskampf wird viel einfacher.
Okay, dazu muss man sagen, dass die Bosskämpfe in Dark Souls 2 tatsächlich allgemein etwas zu einfach sind, fand ich persönlich. Es gibt aber noch mehr. In der Niemandswerft kann ich den kompletten Bereich zum Beispiel beleuchten, wenn ich einen Pharaonenstein benutzt habe. Das Level wird dann nicht nur extrem hell, sondern auch die Monster schreckhaft. Diese mögen nämlich kein Licht, das gleiche kann ich übrigens auch mit der Fackel provozieren. Sobald ich aber die Gegner in die Ecke treibe, werden sie aggressiv. Mega geile Spielmechanik, wie ich finde. Das funktioniert übrigens auch bei vielen anderen Gegnern, die gegen Licht anfällig sind. Generell arbeitet Dark Souls 2 viel mehr mit den Welten als mit den Bossgegnern, vor allem aber auch mit Licht und Schatten. Ich kann also nicht nur die Niemandswerft beleuchten, sondern auch in einem dunklen Raum die Fenster öffnen, um mehr Licht hineinzulassen. Ich sehe dann die Gegner und die Umgebung besser, aber Vorsicht, die Gegner sehen einen nun auch besser. Beim Boss The Lost Sinner merkt man das deutlich. Der Typ ist super schnell und wenn er im Dunkeln ist, kannst du ihn nicht mehr so leicht anvisieren. Nachdem du also das erste Mal gestorben bist, schnappst du dir deine Fackel und gehst dann in den Bossraum. Da du ihn nun besser siehst, kannst du ihn auch anvisieren und seinen Schlägen besser ausweichen. Aufmerksame Spieler haben sogar bemerkt, dass man den ganzen Bossraum mit Licht durchfluten kann, wenn man außerhalb die Fackeln anzündet. Es gibt aber auch ganze Abschnitte, die komplett dunkel sind. Und krass hat mich das nervös gemacht. Nur mit einer Fackel und einem Schwert bewaffnet kämpfe ich mich durch die Tiefen und muss auf jeden Schritt aufpassen. Denn alles sieht so aus, als könnte man hier runterfallen. Meinen Weg markiere ich mir, indem ich Lichtquellen anzünde und weiß dann, wo ich schon war und wo nicht. Und plötzlich kommt dieses hässliche Ding um die Ecke. Da soll mir doch einer sagen, das Gegnerdesign ist langweilig. Doch ich gehe tiefer und finde in einer Höhle eine Ameisenkönigin. Was macht sie? Was tut sie? Scheinbar ist sie friedlich. Wenn ich sie aber mit einer Peitsche schlage, heilt mich die Ameisenkönigin sogar mit einem giftigen Nebel. Schön, denke ich mir erstmal. Ich werde von ihr geheilt. Doch völlig unbewusst frisst dieser Nebel auch meine Rüstungshaltbarkeit auf und es geht noch viel tiefer ins Dunkle hinab. Solche Geschichten passieren einem in Dark Souls 2 häufig und mir bleibt so etwas mehr in Erinnerung, als wenn ich mich in heutigen Games fast ohne zu sterben bis zum Endboss durchkämpfe. Doch Geschichten gibt es viele in Dark Souls 2 und die sind genauso verschwurbelt, wie man es von den From Software Spielen kennt. In meinem ersten Spieldurchgang habe ich nur verstanden: Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Ja, ich weiß, ich muss den König suchen, das ist mir schon klar. Immer wieder trifft man aber Personen, die eine nette Geschichte erzählen und im zweiten Spieldurchlauf will ich natürlich mehr darüber erfahren und im NG Plus hat Dark Souls 2 echt richtig gute Arbeit geleistet. Im NG Plus ändert sich nämlich nicht nur der Level der Gegner, sondern auch die Gegner an sich. So triffst du an manchen Stellen auf andere Gegner und auch die Bossmechaniken ändern sich teilweise. Dazu gibt es im NG Plus neue Gegenstände zu finden und viele weitere Aspekte machen das NG Plus in Dark Souls 2 zum besten NG Plus in allen Souls-Spielen und genau dieses System würde ich mir auch für die anderen From Software Games wünschen. Als wäre hier im NG Plus so eine kleine Art Randomizer im Spiel. Das Beste aber, du brauchst nicht mal ins NG Plus zu gehen, um dieses Erlebnis zu bekommen. Am Bonfire kannst du nämlich Human Effigy benutzen, um den aktuellen Abschnitt ins NG Plus zu befördern. So kannst du gegen einen coolen Boss gleich nochmal antreten und auch nochmal alles farmen, was es in diesem Level gab. Außerdem gibt es versteckte Waffenskins zu finden, die es nur im NG Plus gibt. Richtig crazy. Doch Vorsicht, der Fortschritt lässt sich nicht rückgängig machen. Also bitte kein Hate, wenn du auf die Schnauze bekommst.
Wie geil wäre aber diese Funktion zum Beispiel in Elden Ring gewesen? Das wäre der Hammer. Was ich bei meinem allerersten Spieldurchlauf vor circa 10 Jahren am interessantesten fand, war das Loch. Ich war so neugierig, was wohl da unten ist. Man konnte schon sehen, dass es da was gibt, aber wenn man einfach runterspringt, stirbt man auf dem Balken. Immer wieder habe ich in das Loch geschaut. Wie komme ich da nur runter? Plötzlich sitzt neben dem Loch ein Typ, den ich vorher getroffen hatte. Er möchte mir eine Leiter verkaufen und fragt mich nach dem Preis. Jetzt bloß nichts falsch machen. Sei nicht zu geizig. Als ich ihm dann die 3000 Seelen gegeben hat, stellte er eine Leiter für mich auf und endlich kann ich das Loch erkunden. Wie krass war das denn? Als aufmerksamer Spieler hätte ich aber auch merken können, dass man bei der Katze einen Katzenring kaufen kann, welcher den Fallschaden reduziert. Dennoch ein mega cooles Erlebnis, was ich so schnell auf jeden Fall nicht vergessen werde. Dafür, dass Yui Tanimura die Level gestückelt zusammensetzen musste, sind auch echt coole Abschnitte entstanden. Manchmal hängen diese irgendwie komisch zusammen, aber generell gibt es viele schöne Orte und vor allem auch die DLCs haben das Ganze nochmal ordentlich aufgehübscht. Wie zuvor erwähnt, ist aber gerade das Leveldesign in den verschiedenen Orten echt gut gemacht. Nimmt man mal raus, dass die Levelzusammenhänge teilweise nicht optimal sind, befinde ich mich immer wieder in echt coolen Locations, die unterschiedliche Mechaniken haben. Ich kann hier viel mehr mit der Welt interagieren und zum Beispiel Statuen mit neuen NPCs aufwecken. Dieser Dame hier kann ich sogar Kleidung geben, die sie dann anzieht und die Lady macht eine echt coole Modenschau. Außerdem treffe ich diesen Typ hier, der einfach das Mondschwert dabei hat. Ich folge dir auf jeden Fall überall hin, Bruder. Sicher erinnert ihr euch auch noch an den Drachenberg und die Dracheneier. Ihr könnt hier ganz friedlich vorbeigehen und die Drachen einfach schlafen lassen. Wenn ihr aber mehr als 3 Dracheneier zerstört, werden die Drachen wütend. Und je mehr Eier ihr zerstört, desto schlimmer wird auch der Übergang über die Hängebrücke. Die Drachen reißen sie nämlich runter, wenn du sie zuvor nicht getötet hast. Wenn du aber alle Eier in Ruhe lässt, kannst du ganz normal über die Brücke laufen. Außerdem machen die Drachen wesentlich mehr Schaden, wenn du die Eier vorher alle kaputt machst. Schäm dich! Wie ihr seht, hat Dark Souls 2 extrem viel zu bieten und alles, was ein gutes From Software Spiel braucht. Geheimnisse, versteckte Bossgegner, mysteriöse Lore und einen guten Schwierigkeitsgrad. Außerdem konntest du hier NPCs wiederbeleben, was ich ziemlich cool fand und sicher auch einige Spieler bei anderen Spielen geholfen hat. Obwohl die Bossgegner manchmal etwas zu leicht sind, haben sie alle ihre eigene Mechanik. Jabba hier kann zum Beispiel mit Menschen gefüttert werden, um ihn abzulenken. Doch gerade die Spielwelt, mit der man so vielseitig interagieren kann, macht Dark Souls 2 unglaublich gut und noch in 2025 echt gut spielbar. Obwohl Dark Souls 2 oft kritisiert wird, hatte ich persönlich immer viel Spaß mit dem Teil. Und ich denke, das kann jeder, der nur aufmerksam durch die Spielwelt läuft. Außerdem mache ich euch vielleicht auch noch ein paar coole Einsteiger-Guides, mit welchen es dann noch leichter wird. Das Allerwichtigste ist aber, dass dir Dark Souls 2 Spaß macht. Und wenn das so ist, kann es auch für dich das beste Game der Welt sein. Geschmäcker sind verschieden, aber wenn du auf From Software Spiele stehst, solltest du unbedingt Dark Souls 2 ausprobieren oder dem Spiel sogar eine zweite Chance geben. Denn Dark Souls 2 ist großartig.